Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über Ehe- und Hochzeitszeremonien sprechen. Sprichst du gerne darüber? Ja, das tue ich. Ich denke, die Ehe ist ein wichtiger Teil des Lebens und Hochzeiten sind sehr besondere Ereignisse. Super. Ich habe viele Fragen zur Ehe und zu Hochzeiten. Können wir darüber sprechen? Natürlich, Alice. Ich teile gerne meine Gedanken mit dir. Tom, was denkst du, bedeutet Ehe? Ich denke, Ehe ist ein Versprechen zwischen zwei Menschen, sich ein Leben lang zu lieben und zu unterstützen. Es ist eine Partnerschaft, in der beide zusammenarbeiten. Das ist eine schöne Definition. Ich glaube, Ehe basiert auf Liebe, Vertrauen und Respekt. Es ist ein neuer Anfang für ein Paar. Ja, da stimme ich zu. In der Ehe teilt man sein Leben, seine Träume und seine Familie. Es ist ein sehr wichtiger Schritt. Tom, glaubst du, dass Ehe notwendig ist für ein glückliches Leben? Ich denke, Ehe ist eine Möglichkeit, Glück zu finden, aber nicht die einzige. Manche Menschen sind auch ohne Ehe glücklich. Das verstehe ich. Für manche Menschen ist die Ehe sehr wichtig. Für andere reicht es, allein oder in einer anderen Art von Beziehung zu sein. Genau. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen von Liebe und Glück. Wichtig ist, dass du wählst, was für dich richtig ist. Ich stimme zu. Lass uns jetzt über Hochzeiten sprechen. Was denkst du, ist eine Hochzeitszeremonie? Eine Hochzeitszeremonie ist ein besonderes Ereignis, bei dem zwei Menschen versprechen, sich zu lieben. Es ist eine Feier ihrer Liebe. Ja, Hochzeiten sind sehr besonders. Sie sind oft voller Familie, Freunde und vieler glücklicher Momente. Ich habe viele verschiedene Arten von Hochzeitszeremonien gesehen. Einige sind sehr einfach, andere sehr groß. Das stimmt. In manchen Kulturen sind Hochzeiten große Feiern mit vielen Traditionen. In anderen sind sie klein und privat. Ich mag, dass Hochzeiten unterschiedlich sein können. Sie zeigen die Persönlichkeit des Paares und ihre Kultur. Tom, was sind einige gemeinsame Elemente einer Hochzeitszeremonie? Viele Hochzeiten haben einige gemeinsame Elemente. Zum Beispiel gibt es normalerweise eine Braut und einen Bräutigam, einen Hochzeitsredner und einige Gelübde. Ja, die Gelübde sind sehr wichtig. Es sind die Versprechen, die das Paar einander gibt. Das stimmt. Viele Hochzeiten haben auch Musik, Lesungen und manchmal einen Ringwechsel. Ich mag den Ringwechsel. Er ist ein Symbol für Liebe und Verpflichtung. Da stimme ich zu. Der Ehering ist ein kleiner Kreis, der für die Ewigkeit steht. Tom, denkst du, dass Hochzeiten teuer sind? Ja, ich denke, Hochzeiten können sehr teuer sein. Viele Paare geben viel Geld für den Veranstaltungsort, das Essen und die Dekorationen aus. Ich habe gehört, dass einige Hochzeiten so viel kosten wie ein kleines Haus. Das ist wahr. Manche Menschen fühlen sich unter Druck, eine große, prunkvolle Hochzeit zu haben, aber das ist nicht notwendig. Ich glaube, dass eine einfache Hochzeit genauso schön sein kann wie eine große. Was denkst du? Ich stimme zu. Der wichtigste Teil einer Hochzeit ist die Liebe zwischen dem Paar, nicht wie viel Geld sie ausgeben. Tom, welche Art von Hochzeit gefällt dir? Bevorzugst du eine große oder eine kleine Hochzeit? Ich denke, ich würde eine kleine Hochzeit mit engen Familienangehörigen und Freunden mögen.
Ich möchte, dass sie persönlich und intim ist. Das klingt schön. Ich mag auch die Idee einer kleinen Hochzeit. Es fühlt sich besonderer an, wenn man mit den Menschen zusammen ist, die man liebt. Ja, eine kleine Hochzeit kann sehr warm und voller Liebe sein. Aber ich habe auch wunderschöne große Hochzeiten gesehen. Das stimmt. Große Hochzeiten können sehr lustig und aufregend sein. Es gibt viele Gäste, Musik und Tanz. Ich denke, es hängt von der Persönlichkeit des Paares ab. Einige Menschen lieben große Feiern, andere bevorzugen ruhige Momente. Tom, denkst du, dass Hochzeiten wichtig sind für Familien und Traditionen? Ja, ich glaube, dass Hochzeiten wichtig für Familien sind. Sie bringen Familien zusammen und feiern die Liebe. Viele Kulturen haben spezielle Hochzeitsbräuche. Zum Beispiel gibt es in einigen Kulturen einen Familiensegen oder einen besonderen Tanz. Ich liebe es, über verschiedene Hochzeitsbräuche zu lernen. Sie zeigen das Erbe des Paares und die Werte der Familie. Ich stimme zu. Traditionen machen Hochzeiten einzigartig und bedeutungsvoll. Sie verbinden das Paar mit ihrer Vergangenheit und ihrer Familie. Ich denke, es ist wichtig, Traditionen zu respektieren, aber auch die Hochzeit persönlich zu gestalten. Das Paar kann wählen, was für sie am besten ist. Ja, eine Hochzeit sollte die Liebe und die Geschichte des Paares widerspiegeln. Tom, kennst du Hochzeitsbräuche aus deiner Kultur? Ja, in meiner Kultur haben wir eine Tradition, bei der die Familie des Bräutigams der Familie der Braut ein Geschenk gibt. Es ist ein Zeichen des Respekts und der Liebe. Das ist interessant. Ich habe von ähnlichen Traditionen in anderen Kulturen gehört. Wir haben auch einen besonderen Tanz, den ersten Tanz. Die Braut und der Bräutigam tanzen zusammen und laden dann ihre Familie und Freunde ein, sich anzuschließen. Ich mag diese Idee. Der erste Tanz ist ein wunderschöner Moment bei der Hochzeit. Ja, es ist eine Zeit, um Liebe und Glück zu feiern. Ich mag auch die Idee einer Hochzeitstorte. Sie ist ein Symbol für Glück. Ich liebe Hochzeitstorten. Sie sind oft sehr schön und köstlich. Viele Hochzeiten haben eine Tortenanschnittzeremonie, die spaßig und festlich ist. Tom, wann denkst du, ist die beste Zeit, um zu heiraten? Ich denke, die beste Zeit, um zu heiraten, ist, wenn du und dein Partner euch bereit fühlen. Es gibt kein perfektes Alter. Es hängt von deinem Leben und deiner Liebe ab. Ich stimme zu. Manche Menschen heiraten jung, andere später im Leben. Wichtig ist, dass man sich seiner Liebe sicher ist. Ja, die Ehe ist ein großer Schritt und es ist wichtig, bereit zu sein. Man sollte den Partner gut kennen und seine Träume teilen. Ich glaube, dass gute Kommunikation und Vertrauen vor der Ehe sehr wichtig sind. Absolut. Ehe ist ein Engagement und man sollte ehrlich und offen mit seinem Partner sein. Komm, denkst du, dass Ehe einfach ist? Ich denke, Ehe kann sowohl einfach als auch schwierig sein. Sie ist voller Liebe, erfordert aber auch Arbeit und Kompromisse. Ja, ich habe gehört, dass Ehe Anstrengung braucht. Man muss kommunizieren, gemeinsam Probleme lösen und sich gegenseitig unterstützen. Das stimmt. Jedes Paar hat Herausforderungen, aber sie gemeinsam zu bewältigen, kann die Beziehung stärken. Ich glaube, dass Liebe und Freundschaft die Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe sind. Ich stimme zu. Wenn du deinen Partner liebst und ihn wie einen Freund behandelst, kann die Ehe eine wunderbare Reise sein. Tom, was wünschst du dir für deine zukünftige Hochzeit?
Ich wünsche mir eine einfache Hochzeit mit meiner Familie und engen Freunden. Ich möchte, dass es ein Tag voller Liebe und Freude wird. Das klingt sehr schön. Ich wünsche mir das Gleiche. Ich möchte eine Hochzeit, die persönlich und bedeutungsvoll ist. Ja, ich möchte, dass meine Hochzeit widerspiegelt, wer wir als Paar sind. Ich hoffe auch auf einen schönen Ort, vielleicht im Freien. Ich liebe Hochzeiten im Freien. Sie fühlen sich sehr natürlich und romantisch an. Ich hoffe auch auf gute Musik, etwas Tanz und viel Lachen. Das Wichtigste ist, dass wir zusammen sind. Ich stimme zu. Eine Hochzeit ist eine Feier der Liebe und sollte voller glücklicher Momente sein. Ja, und ich hoffe, dass unsere Familien und Freunde die Liebe und Freude des Tages spüren. Warum denkst du, dass Ehe eine Beziehung verändert? Ich glaube, dass Ehe eine Beziehung auf gewisse Weise verändert. Sie stärkt das Engagement, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Ja, wenn man heiratet, teilt man mehr von seinem Leben mit seinem Partner. Man wird ein Team. Das stimmt. Ehe kann mehr Verantwortung mit sich bringen, aber sie kann auch mehr Glück bringen. Ich denke, dass, wenn man zusammenarbeitet, die Ehe die Liebe noch tiefer wachsen lassen kann. Ich stimme zu. Jedes Paar ist unterschiedlich und die Veränderung hängt davon ab, wie sich beide fühlen und verhalten. Hast du Fragen zur Ehe oder zu Hochzeiten? Ja, das habe ich. Ich frage mich, ob du denkst, dass Ehe in allen Kulturen gleich ist. Das ist eine gute Frage. Ich denke, Ehe ist eine universelle Idee, aber die Traditionen und Zeremonien können sehr unterschiedlich sein. Ich habe Hochzeiten mit vielen verschiedenen Bräuchen gesehen. Einige sind sehr religiös, andere moderner. Ja, jede Kultur hat ihre eigene Art, Liebe zu feiern. Ich liebe es, über diese Unterschiede zu lernen. Ich auch. Es zeigt, wie reich und vielfältig unsere Welt ist. Tom, ich habe noch eine Frage. Was denkst du, ist der wichtigste Teil einer Hochzeitszeremonie? Ich denke, der wichtigste Teil einer Hochzeitszeremonie sind die Gelübde. Wenn das Paar verspricht, sich zu lieben und zu unterstützen, ist das sehr kraftvoll. Ich stimme zu. Die Gelübde sind das Herz der Zeremonie. Sie zeigen das Engagement des Paares. Ja, und ich denke auch, dass es besonders ist, diesen Moment mit Familie und Freunden zu teilen. Es ist eine Feier der Liebe und Gemeinschaft. Ich glaube, dass jede Hochzeit einzigartig ist, weil jedes Paar einzigartig ist. Tom, danke, dass du heute mit mir über Ehe und Hochzeiten gesprochen hast. Ich habe viel gelernt und unser Gespräch genossen. Danke, Alice. Ich habe unser Gespräch auch genossen. Ich denke, die Ehe ist ein schöner Teil des Lebens und Hochzeiten sind eine wunderbare Feier der Liebe. Ja, es ist sehr wichtig, seine Ideen und Gefühle über Liebe und Verpflichtung zu teilen. Ich hoffe, dass wir eines Tages beide die Hochzeiten haben, von denen wir träumen, voller Liebe, Lachen und Freude. Ich hoffe es auch. Was die Zukunft auch bringt. Ich weiß, dass Liebe immer das Wichtigste sein wird. Alice, möchtest du in Zukunft weitere Gespräche auf Deutsch über verschiedene Themen führen? Ja, das würde ich lieben. Ich möchte mehr lernen und sicherer Deutsch sprechen. Super! Ich freue mich, dir beim Üben zu helfen. Wir können über viele Themen sprechen, wie Reisen, Essen und Kultur. Das klingt sehr interessant. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich auch, Alice. Danke nochmals für das Gespräch heute. Hab einen wunderbaren Tag. Danke, Tom, dir auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Alice.
Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.